Hallo Leute, ja, herzlich willkommen aus meinem Camper mit 2 besonderen Gästen, und zwar meinen Hunden. Ich musste heute was in Köln erledigen und habe mir dann gedacht, ich werde einen Tag im Camper verbringen, nehme die 2 Stinker mit und die kleine Actionkamera. Ja, ich probiere es jetzt nur mit der Actionkamera aus, weil das ist auch der Grund, warum ich noch nicht mit beiden unterwegs bin. Ich muss halt erstmal gucken, wie das so mit Shiny läuft, weil die muss noch einiges lernen. Wir sind auch mit ihr bei einer Hundetrainerin und so, weil die zieht halt einfach an alleine, ist ein Jagdhund und muss noch einiges lernen. Bei Möni war das easy peasy, der hatte von Anfang an alles drin. Aber so ist jeder Hund unterschiedlich und genau, ich bin sehr aufgeregt, wie es werden wird. Ich habe ordentlich Lecker mit, um die zu bestechen. Ja, und ich habe mir hier was Schönes rausgesucht und das Krasse ist, auf einmal wird mir angezeigt Märchenwald. Ich bin sehr gespannt, was mich jetzt erwartet. Wusste ich nicht, dass hier ein Märchenwald ist. Aber passt ja, ne? Ich mache mich jetzt mal ready, habe meine Gummistiefel auch an und werde mal hier das Gebiet erkunden. Ich bin super gespannt. Ja, und wenn ich nachher wiederkomme, mal gucken, wie lange das dauert, dann werde ich ein bisschen was snacken, mich da hinten hinschön mit den Dogs. Und dann mal gucken, ne? Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich lang muss. Ich habe mir bei Komoot eine Strecke rausgesucht. Und ich hoffe wirklich, dass der Ton in Ordnung ist. Also das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich die Actioncam so richtig verwende. Letztens diese Traumreise gemacht. Und da hatte ich mal kurz das eingeblendet mit der Kamera. Was laber ich hier schon wieder? Keiner versteht irgendwas. Ist auch egal. Wir gehen jetzt mal los. Ne? Gehen wir los? Wie ist ein kleiner Dackel. Ich muss Shiggy direkt ablenken. Nicht bang. Nein, Shiny, so ist fein, ne? Okay. Ja, ich wollte eigentlich nie mal irgendwann einen Vlog machen mit einer Actioncam, weil ich so ein gewisses Qualitätslevel gerne habe. Aber ich muss sagen, wenn ich sehe, dass andere damit filmen, dann macht mir das immer richtig viel Spaß zuzugucken. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt heute noch nicht getraut, eine Big-A-Kamera mitzunehmen. Ich weiß gar nicht, was man jetzt hier auswählen muss. Navigieren? Folge der Karte, wohin denn? Oh Gott, das wird was. Ich sollte auch eigentlich auf einen anderen Parkplatz, aber da musste ich zahlen. Hab gesehen, hier ist direkt noch ein anderer neben. Jetzt stehe ich hier und musste nichts bezahlen, also. Ja, bin mal gespannt, ne? Steht auch ein anderer Camper da hinten. Cute Gegend auf jeden Fall. Und ich habe auf der Autobahn wieder ganz viele Camper gesehen, die am Rumfahren sind. Ich frage mich immer, wo die Leute so hinfahren. Und ich versuche natürlich wieder irgendwie einen entspannenden Vlog hinzukriegen. Ihr seht, ich könnte jetzt auch nicht flüstern. Ich versuche ein bisschen soft-spoken zu reden, aber ja. Scheiße, ich habe Hundebeutel vergessen. Möhne. So, ihr seid ready, ne? Mhm. Okay, also ihr seht schon das Problem. Shiny ist so hart am Ziehen und ich kann jetzt auch nicht trainieren, ne? Da steht mein Euteken. Schön auf mich warten, ich bin gleich wieder da. Oh, wie schön. Sieht richtig cozy hier aus. So, ich muss jetzt erstmal dahin latschen, wo ich eigentlich gerade parken sollte. Aber wenn ich hier for free stehen kann, ne? Dann stehe ich hier lieber for free. Ja, die Komoot-App sagt, dass ich 2,5 Stunden unterwegs bin. Aber ich weiß nicht, ob ich die gesamten 2,5 Stunden gehe, weil dann wird es bestimmt schon dunkel und ich habe keinen Bock im Dunkeln hier rumzutingeln, um ehrlich zu sein. Mal gucken, wie weit wir kommen und mal gucken, bis wo ich Bock habe. Ich hatte richtig Lust, so einen schönen Fluss zu sehen. Ich habe nämlich extra gegoogelt, wo kann ich gehen mit so schönen Flüssen im Wald, weil das mag ich irgendwie am liebsten immer. Da ist auch eine Karte. Da
bin ich gerade in Altenberg. Wow, shiny. Es geht eigentlich besser, aber es ist jetzt halt schwer und dann noch mit einer Hand filmen. Und Möni kann ich auch eigentlich abmachen, wenn wir im Wald sind, aber jetzt hier wollte ich den noch nicht abmachen. Ziel erreicht, würde ich sagen. Genau so was meinte ich. Hier ist der Parkplatz, wo man hätte zahlen sollen. Wo ich mir aber dachte, nee, da hinten ist der for free. Hoffentlich for free. Boah, ey, ich bin jetzt schon so platt. Mal gucken, ob ich das überhaupt die 2,5 Stunden aushalte. Ja, naja, mal gucken, wo wir heute auskommen. Wie schön, das ist ja wirklich genau das, was ich gesucht habe. Ich bin gerade nicht mal, keine Ahnung, 10 Minuten unterwegs. Okay, was heißt das jetzt? Gehen wir trotzdem? Weil hier soll ich nämlich rein, laut Navi. Gerade kam schon ein Hund entgegen. Aber ich habe ja, wie gesagt, lecker mit zum Ablenken. Weil das ist auch, Shiny ist eine kleine Schissbuchse. Und wenn dann die Hunde da sind, also wenn Hunde entgegenkommen, dann fängt die an zu bellen. Und wir haben in der Hundeschule gelernt, dass man die einfach auf die Seite nehmen soll, wo die Hunde nicht sind. Und wenn die Hunde gesehen hat, soll man die schon direkt ablenken. Und das klappt auch echt gut. Also seither hat die nicht mehr gebellt. Ja, man muss so einen richtigen Moment finden. Ich hoffe auch so sehr, dass ich im Camp ein paar Feuchttücher habe, weil die Pfoten von den Hunden werden ja gleich so dreckig sein und ich habe ein Handtuch vergessen. Die Shiggy macht mich fertig, ey. Die geht wirklich beim kaltesten Wetter noch ins Wasser. Und Möni auch. Ey, ich habe das Gefühl, ich komme noch nicht weiter. Oh nee, Leute. Vielleicht stand da deswegen das Schild. Ey, das ist ja ein Traum. Das ist ja wirklich ein Traum. Das sieht ja wirklich aus wie in einem Märchenwald. Wow. Wie schön. Die Hunde sind völlig hyped, aber genauso wie ich, das ist ja wirklich wunderschön hier. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass ich auf sowas Schönes treffe. Ich würde halt Shiny eigentlich auch voll gerne abmachen, aber also die kommt eigentlich schon, wenn man die ruft. Nur wenn die halt ein Tier sieht, ist die halt weg. Und hepp. Hepp. Ey, ohne Witz jetzt, ne? Das ist wirklich mein persönlicher Traum. Da mit dem Fluss. Ich liebe sowas. Die Straße ist ein bisschen nervig. Aber schaut mal, wie geil. Das muss ja im Sommer richtig, richtig toll sein.
mit. Nimm mit. Weiter. Weiter. Was ich auch total liebe, ist, wenn man so mit dem Auto ganz nah am Wasser vorbeifährt. Es muss nicht mal das Meer sein, das wäre natürlich top-notch, aber auch so kleine Seen oder solche Flüsse irgendwie, das ist so beruhigend und schön für mich irgendwie. Wenn man die Shiny so sieht an der Leine, glaubt mir auch keiner, dass es eigentlich, wenn wir alleine getrennt gehen, dass das viel besser ist, ne? Aber ich schwöre, es ist wirklich so. Jo, ist fein. Super. Das wird gleich wirklich ungeil. So dreckig im Camper. Was ist das denn da? Schwimmen! Juhu! Juhu! Geh mit! Ey, ohne Witz, ne, hätte ich gewusst, dass es hier so schön ist, hätte ich mir vielleicht irgendwas zum Essen mitgenommen. Das ist jetzt ein Camper, weil hier hätte ich mich ja so schön hinsetzen können. Wisst ihr, was auch übelst krass ist? Nächste Woche geht ja die Tour von Flow los. Und da bin ich tatsächlich mit im Nightliner dabei. Mit ganz vielen anderen Leuten noch. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Bin ich auch sehr aufgeregt. Ganz ehrlich, mir ist jetzt schon viel zu heiß, ne? In der Jacke. Wer geht auch in so einer heißen Jacke wandern? Wahrscheinlich keiner. Keine richtigen Wanderschuhe an. Wirklich, hier muss ich im Sommer noch mal wiederkommen. Das ist ja traumhaft. Absolut traumhaft. Ich muss mal jetzt kurz gucken, was Komoot sagt, wo ich hin muss. Ich habe auch ganz Zeit kein Internet. Lol, der will mich da zurückschicken. Also nicht zurück, aber in die Richtung. Soll ich einen anderen Weg gehen, frage ich mich. Gehe ich da lang oder gehe ich da lang? Ich gehe mal gucken, was da vorne ist. Was steht denn da drauf?
Und wir gehen mal gucken, auch wenn das kein offizieller Weg ist. Ich will einfach nur mal gucken, was hier oben ist. Wahrscheinlich einfach Wald, aber vielleicht sieht es schön aus. Auf einmal ganz andere Landschaft hier. Ja, süß! Mein Gott. Jetzt noch spielen, klar. Wenn die seine 5 Minuten. Alter. Ja. Ey, ich muss mich mal ganz kurz hinsetzen. Das ist viel zu warm in der Jacke. Oh, da steht sogar ein Stuhl. Okay, das ist... Ach, crazy. Das ist Teil von dem Jakobsweg. Das wusste ich nicht. Boah, das wäre auch mal ein Traum, ne? Den zu gehen. Ich bin eigentlich gar nicht so der Wanderer. Wieder. Also überhaupt nicht. Ich liebe es, in der Natur unterwegs zu sein, aber... Ja, keine Ahnung, ne? Jetzt dachte ich mir aber wirklich so, ey, such dir mal eine geile Route raus, weil ich mir denke, dann findet man auch schöne Orte, wo man lang geleitet wird. Weil ich finde es sonst immer schwer, irgendwie schöne Waldstücke oder irgendwas zu finden, wo man halt mit den Hunden gut gehen kann. Durch dieses Komoot habe ich jetzt den perfekten Wanderweg gefunden. Shiny, komm mal her. Komm mal her. Komm. Seht ihr, der hat immer so ganz kurze Momente, da läuft sie ganz normal. Und dann schaltet irgendwann wieder das Hirn aus. Ich muss aber auch sagen, ich war schon wieder kurz davor, das Ganze nicht zu machen, weil ich dann immer Schiss kriege. Ich denke mir dann so, kann ich da parken? Weiß ich nicht. Ich mache mir sonstige Gedanken, keine Ahnung. Schaffe ich es da in der Stadt Auto zu fahren, obwohl ich meinen Führerschein seit Millionen Jahren habe? Klappt das mit den Hunden und keine Ahnung, aber man muss es wirklich auf sich zukommen lassen und einfach ausprobieren, ob es klappt oder nicht. Mein Gott, hätte ich keinen Parkplatz gefunden, hätte ich auch wieder nach Hause fahren können. Ganz dramatisch gesagt, wisst ihr? Da bin ich froh, dass ich mich getraut habe und es einfach gemacht habe, weil das ist ein wunderschöner Ort und hier werde ich 100% wieder hinkommen. Das ist ja wirklich wie im Märchenwald.
Oh nein, das geht schief. Shiny, stopp! Ja. Sweet! Kann ich mal kurz zeigen. Der will mich jetzt wirklich noch die ganze Runde gehen lassen. Es wird mir aber zu weit, weil ich auch ehrlicherweise schon richtig Hunger habe. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich zurückkomme. Ja, irgendwie wird sich schon ein Weg finden. Ja, das ist wirklich so eine wunderschöne Gegend. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass es so toll ist. Manchmal ist es ja auch ein Reinfall oder keine Ahnung, man erwartet mehr oder so. Also, ne? Man erwartet mehr, als es dann vor Ort gibt oder so. Aber ich wurde nicht enttäuscht. Also, aber ich hatte auch gar keine Erwartungen. Krass. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ich kann mich nur wiederholen. Ich kann halt auch Shiny verstehen. Das ist halt für die auch scheiße, wenn wir im Wald sind und die kann halt nicht rumrennen und so, ne? Dann ist die schon auch extrem hyped. Aber ja, momentan geht es halt noch nicht anders. Aber es wird besser. Schaut mal, hier sind auch, ich bin glaube ich nicht allzu weit weg. Und hier sind auch überall Parkplätze, wo man hätte direkt da in den Wald gehen können. Also, ne, muss man auch erstmal wissen, aber ich stehe jetzt auch gut. Wisst ihr was, Leute? Ich werde hier rüber gehen durch den Wald, weil das ist doch viel schöner als an der Straße. Kann man den Fluss hier überqueren? Das ist jetzt die Frage, ne? Ob der sehr tief ist oder ob es geht. We will see. Ich fühle mich wie bei Seven vs. Wild. Ich finde eine geeignete Stelle. Mal gucken. Nach sowas bin ich auch immer auf der Suche, da wo ich wohne. Köln ist jetzt ein Stückchen weg. Nicht allzu weit, aber ein Stückchen. Und da wo ich wohne, da gibt es halt sowas irgendwie nicht. Das finde ich so schade. Scheiße, ich bin gefangen. Ich komme hier nicht weg. Ich komme echt nicht weg. Scheiße. Oh mein Gott. Da hinten war eine Treppe, die ich einfach hätte gehen können. Vielleicht kann man hier. Ich glaube, hier ist es nicht so. Ich muss halt auch gucken wegen Möni, dass der da durchkommt. Schaffst du das, Möni? Meine Hose ist schon komplett nass. Wollen wir das probieren? Schnell? Komm, wir gucken mal. Oh, das ist schon tief. Oh. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das sieht irgendwie gar nicht so tief aus. Fuck. Ich guck hier nochmal. Das ist schon echt recht tief. Da muss ich da die Brücke hoch und dann über die Brücke und dann wieder runter. Bringt ja nichts. Das ist wirklich tiefer, als es aussieht. Schaut mal, hier geht das schon komplett rein. Da hast du auch keinen Bock drauf, ne? Du schon. Ich weiß gar nicht, ob das rüberkommt, aber das sieht so schön aus in echt. Mit den Bäumen gerade. Möni kennt sich schon aus. Kennt sie dich schon aus? Ja. Da ist auch eine Treppe. Möni. So. Wieder runter. Seven in the Wilds. Da würde ich wirklich gerne mal mitmachen.
No joke. Ja, oh, Shiggy ist klar. Ich wollte mal eben die Pilze zeigen. Möni, what the hell? Du denkst schon wieder nur an Essen, ne? Ja, komm. Bestimmt im Sommer richtig gut besucht hier, diesen Parkplatz. Und da oben war, glaube ich, auch irgendwie, ich glaube, ein Hotel. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zurück zum Auto, wir sind fast da. Wahnsinn, was aus meiner 2,5 Stunden Wanderung geworden ist. Ich fand es trotzdem richtig schön. Ich werde mir jetzt im Camper was Leckeres zu essen machen. Also, ihr werdet sehen was. Ja, und dann werde ich mich vielleicht sogar kurz aufs Ohr hauen, weil ich auch echt platt bin. Und dann kann ich direkt noch meine Heizplatte austesten, weil ich habe ja keine Dieselheizung oder so, Standheizung im Auto und habe mir dann diese Platte gekauft und mal gucken, was die so kann. Ich denke auch jetzt schon wieder, soll ich diesen Vlog überhaupt veröffentlichen, weil das ist schon etwas so random. Gefühlt habe ich auch nichts erzählt, wisst ihr, was ich meine? Es fühlt sich immer so leer an und für mich können auch so Leute, die ich mir gerne angucke im Internet, die können Scheiße labern, was die wollen, das juckt mich nicht. Also, das juckt mich in dem Fall nicht, weil ich mir denke, laber ruhig, ich höre trotzdem gerne zu. Du kannst erzählen, was du willst und ich schalte trotzdem ein. Wenn ich jetzt hier so laufe und sage, Shiny zieht so doll, oh, ich habe die 2,5 Stunden nicht geschafft. Aber es war trotzdem schön, die Landschaft war toll. Was gibt euch das? Ja, keine Ahnung. Märchenwald Winterzauber. Ja gut, ein zauberhaft beleuchteter Märchenwald und ein weihnachtliches Wochenendprogramm für die ganze Familie. Boah, das hört sich toll an. Naja, auf zum Auto, wir kommen wieder. Ja, jetzt habt ihr das Knistern gehört, ne? War aber nur meine Kamera, die ich nehmen wollte. Jetzt die letzten 3 Meter läuft Shiny natürlich super, war klar. Es ist halt auch wirklich irgendwie so ein bisschen so ein Energieding, ne? Wenn die merkt, ich bin gestresst, dann ist die auch gestresst, ist einfach so. Aber gut, jetzt weiß ich auf jeden Fall, es braucht noch Training, bis ich mit beiden unterwegs sein kann. Das ist ja auch schon mal eine gute Erkenntnis. Sie seht ihr wahrscheinlich nicht, aber da ganz hinten steht ein Schneemann. Jetzt hoffen wir mal, dass wir Feuchttücher mit haben. Die Hunde sehen nämlich aus wie Sau. Mal gucken. Nicht reinspringen, bitte. Ich glaube, ich habe sogar mein Bettlaken zu Hause gelassen. Ich habe nur den normalen Bettbezug dabei. Der Durst. Ich wollte jetzt erstmal was trinken geben. Schön lecker Sprite. Spaß. Natürlich Wasser drin. Bitte schön. Gönnt euch. Nee, trink auch mal was. Gönn nicht. Bitte Schicksal, lass mich Feuchttücher dabei haben. Was ist das für ein Bett? Hauptsache Gemüsebrühe. Das ist echt
wirklich Pech. Leute, was war das jetzt für ein Drama? Okay, ich habe jetzt richtig lange noch die Hunde sauber gemacht irgendwie. Ich habe noch Dingens gefunden, Serviettenpapier, nee, wie heißt das nicht? Diese weiße Rolle, Küchenrolle. Ihr wisst, was ich meine. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Habe ich noch gefunden. Dann habe ich noch ein paar Nasstücher gefunden. Ja, das war alles so spontan, sonst hätte ich mich natürlich besser vorbereitet. Die macht sich da hinten schon ein Nest. Ich habe jetzt auch das Bettlaken vergessen, aber immerhin habe ich die Bettwäsche mit, dass die nicht direkt die Matratze versauen. Kann ich ja ohne Probleme waschen, die Bettwäsche. Und ich habe ein neues Kissen für den Camper. Kleines Pilzkissen. Ja. Shiny steht da vorne am Fenster, die guckt raus. Und ich werde mir jetzt was zu Fooden machen. Ich habe echt Hunger. Übrigens, eventuell, ihr wisst ja, da hinten ist ja ein Fernseher drin, ne? Und eventuell lasse ich den rausmachen. Man hat sogar alle Anschlüsse, dass man da, keine Ahnung, beispielsweise eine Playstation dran anschließen könnte. Aber ich glaube, wenn ich dann mal wirklich hiermit unterwegs bin, also jetzt hatten wir erst die erste Reise hier mit meiner Mutter und ich und da haben wir dafür gar keine Zeit gehabt. Und wenn ich dann mal alleine unterwegs bin oder so, dann denke ich mir auch, gucke ich eher auf meinem Laptop und nicht da am Fernsehen und so. Ach, keine Ahnung. Ja, es ist zwar eine geile Idee, aber ich glaube, brauchen tut man es dann doch nicht wirklich. Hier sind überall Wanderer. Und ich muss sagen, es ist jetzt nicht draußen, hat es keine Minusgrade. Wie viel haben wir denn gerade? Ich glaube so 5 Grad oder so. Und dafür ist es hier innen richtig cozy. Kann ich nicht anders sagen. Shigi, ich muss alles beobachten. Ja, und was ich auch krass finde, die Kamera, mit der ich filme. Der Akku ist jetzt schon fast leer. Also die hält nicht mal einen ganzen Tag. Das ist schon heavy, ne? Guck mal, süß. Aber ja, ich zeige euch mal jetzt, was ich mir zu essen mache. Es ist nichts Aufwendiges, weil wie gesagt, es war einfach spontan und ich wusste, ich will nur was Kleines essen, weil ich ja heute später Abend, Nacht, keine Ahnung wann, zu Hause bin wieder. Ja. Ich zeige euch. Und ich habe bemerkt, ich brauche ein anderes Stativ. Ich habe mir extra so ein Teil gekauft, aber das finde ich nicht gut. Es gibt bessere. Auf jeden Fall schon mal Snacks. Kennt ihr die? Die sind so unglaublich lecker. Boah, ihr seid solche Gauner, ne? Die sind richtig lecker. Aber was ich mal machen werde, diese Nudeln, Pilz und Rahm. Ich mache mir jetzt den Wasserkocher an und dann let's go. Und ich bin so gespannt, jetzt gleich diese Heizplatte auszutesten. Die sieht so aus und soll für diesen Raum wohl reichen. Also, bin gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon wusstet, beziehungsweise gesehen habt. Meine Mutter hat hier eine kleine Erneuerung gemacht. Kann man das jetzt hier so, der Stuhl steht gerade ein bisschen weit vorne, aber man kann das jetzt so zumachen. Und hier mit selbst gefundenen Muscheln hat sie da noch dran gemacht. Das ist richtig, richtig süß. Ja, und dann hat man einfach noch mehr Privatsphäre, wenn man nicht immer dieses Sonnenteil zumachen möchte. Ah ja, und bezogen darauf, wenn der Fernseher rauskommt, möchte ich wieder, dass die Scheibe da offen ist. Dementsprechend ist dann hier auch mehr Licht drin und man kann rausschauen, wenn man irgendwo einen geilen Stellplatz hat und so. Und generell fühlt sich das für mich auch sicherer an, wenn ich rausgucken kann. Also wenn ich hier auch alleine drin chill, wisst ihr? Also ja, wenn ich sehe, was da so abgeht, sag ich mal. Wobei es auch geil ist, dass es da so komplett dunkel ist. Weil das ist wie so eine cozy Sleep-Kammer. Welche Farbe mache ich denn, Rainy? Ist das nicht cozy? Diese Lichter sind wirklich richtig geil. Ich mache es aber ein bisschen wärmlicher. So, damit es vielleicht nicht draußen falsch rüberkommt, ne? Ja. Shiggy. Ja, und hier gibt es auch eine Mini-Erneuerung. Und zwar hat dieses Ding jetzt, so wie ich es von Anfang an wollte, da Magneten, dass es besser hält. Ja, weil das ist uns ja bei der Camper-Tour nach Portugal abgegangen. Ich habe ja, wie gesagt, nicht aufgeräumt, weil es war jetzt super spontan. Ist ja alles okay so. Also, geile, zusammenfaltbare Wasserkocher.
dass Shiny lieber vorne chillt, anstatt hier. Auch mal was zu gucken. Da kommt die lange Nase. Ja, und ich habe schon mal gesagt in einem von meinen Vlogs, solange man hier hat Wasser, das habe ich da, Strom, ist alles fein. Mehr braucht man nicht. Auf Campertour merkt man immer, wie wenig man eigentlich braucht. Dann ist man zu Hause und verfällt wieder diesem ganzen Scheißkonsum. Ja, weil, ne, keine Ahnung. Es ist halt einfach irgendwie so. Was laber ich hier schon wieder? Ich freue mich jetzt auf meine 5 Minuten Terrine. Meine auch schon wieder am Geiern. Und ich schließe jetzt die Heizplatte an. Das Ding ist, ich werde es jetzt einfach hier anschließen. Also da, wo gerade der Wasserkocher angeschlossen ist. Ich habe auch noch eine andere Steckdose, die ist dahinter. Aber ich entscheide mich jetzt trotzdem erstmal nur für die hier oben, weil es ist jetzt erstmal nur ein Test. Ich bin so gespannt. Wirklich. So. Dann try ich das jetzt mal aus. Nicht die Nudeln, sondern die Heizplatte immer noch. Brauchen noch ein bisschen. Leider kein Diesel-Heater, weil ich hatte sogar einen bestellt, aber irgendwie hat der scheinbar nicht mehr reingepasst oder keine Ahnung. Aber das Ding ist, im Sommer braucht man es eh nicht und im Winter schon. Aber da soll jetzt das meine Lösung sein. Aber jetzt gerade, wenn ich hier so drin bin, es ist echt nicht kalt. Gut, es ist jetzt auch noch nicht nachts. Man hat ja auch noch die Option von einer Wärmflasche beispielsweise. Kann ich das hier überhaupt aufstellen? Dann gucken wir da mal. Vor allem bin ich auch gespannt auf den Verbrauch. Muss ich hier noch irgendwas anschalten oder geht das jetzt einfach so an? Steht jetzt hier so random. Aber ich will es ja wie gesagt einfach erstmal austesten. Ey, die wird schon warm, what the hell? Don't touch. Ups. Habe ich nicht vorhin da drauf rumgetappt? Ups. Ich lasse es mir jetzt gut gehen. Ich finde es so geil, der Gedanke, man hat sein Bett dabei die ganze Zeit. Ich finde das so cozy, so cozy. Ich liebe es. Ich könnte mir nicht vorstellen, glaube ich, das Fulltime zu machen. Aber so wie jetzt, das ist wirklich, das ist einfach schön. Letztens war ich auch bei einer Party, auf einem Geburtstag, bin dann zurückgefahren im Camper und habe dann im Camper an einer Raststätte, ja, ein bisschen gesleept. Das ist so geil einfach. Ich liebe es. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier die irgendwas zumacht, dass ich hier gleich nicht mehr rauskomme. Ich glaube, das hat immer auf. Ja, Shiny, möchtest du nicht mal rüberkommen? Wieso? Stinksau. Stinky. Ich will irgendwie das Licht ändern, aber ich habe Angst, dass Leute meinen, hier ist dann was Falsches zu holen. Oder was hier überhaupt was zu holen ist. Das Ding ist, es ist halt orange. Das sieht so rot aus. Das ist rot, das ist orange. Das ist auch noch ein gelb-orange-Ton. Das sieht halt viel cozier aus, so, ne? Ich wollte noch kurz ein Update geben. Noch kurzes Update geben zu der Heizplatte. Also es ist so, dass ich das Gefühl habe, das kommt immer so in Wellen. Mal strahlt das ein bisschen mehr Wärme ab, mal weniger. Und ich habe gerade erfahren, dass das scheinbar so ist, dass das nur auf mich gerichtet die Wärme macht und nicht den Raum wärmt. Wisst ihr, wie ich meine? Schade Marmelade auf jeden Fall. Muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Wobei ich muss wirklich sagen, dass es jetzt nicht kalt hier drin ist. Es ist jetzt nicht super warm, aber nicht kalt. Und die Decke wärmt ja auch nur. Es ist blöd, wenn man sich dann so rummoved und dann die ganze Luft so kalt ist und alles andere warm, ne?
Vielleicht kennt man das, also das kennt man ja, wenn man irgendwie zu Hause schön unter der Decke liegt und alles warm ist und die Luft dann so kühl ist. Wisst ihr, wie ich meine? Wie gesagt, gibt es ja noch die Option mit Wärmflasche, Heizdecke. Da kann man sich auf jeden Fall einiges noch einfallen lassen, aber ich bin mir unsicher jetzt, diese Heizplatte, ob ich die dann überhaupt mal irgendwann mitnehme, weil das bringt jetzt gerade nicht so krass viel. Also wenn ich hier sitze, kriege ich schon ein bisschen was ab, aber auch nicht unendlich viel. Ich habe mein Essen fast auf. Shiny chillt immer noch vorne. Die ist die ganze Zeit am Gucken. Moini ist am Schlafen so halb. Und ich werde mich jetzt auch für ein Nickerchen hinlegen, glaube ich. Ich habe irgendwie Bock drauf. Ich habe überlegt, was könnte ich noch machen. Ich könnte mir irgendwas auf YouTube angucken oder so. Ich muss gleich wieder nach Köln. Ich bin jetzt gerade so eine halbe Stunde davon entfernt. Ich weiß noch nicht wann genau. Und deswegen überlege ich mich echt einfach kurz hinzuchillen und zu schlafen auf meinem neuen Pilzkissen. Ich muss auch auf Toilette langsam. Ich habe ja hier auch eine Toilette drin. Aber ich will die jetzt gerade nicht einweihen eigentlich. Vielleicht mache ich gleich irgendwo draußen einfach. Ja. Okay. Ich mache es mir gemütlich jetzt. Achso, und by the way, der Verbrauch, der hält sich, glaube ich, auch noch im Rahmen. Also sieht die ganze Zeit schon so aus, wie es gerade aussieht. Ich habe ja auch Solar jetzt auf dem Dach. 2 Panel, ich kann euch gerade nicht sagen, mit wie viel, das habe ich vergessen. Aber, ja gut, es scheint jetzt keine Sonne. Ich lasse es jetzt einfach mal an, um einfach zu wissen, wie der Verbrauch ist. Aber richtig heftig viel bringt es jetzt gerade nichts. Wie gesagt, es kommt immer mal wieder so ein Schweif, aber ja. Schlafen wir eine Runde. Kleine Runde, machen wir uns gemütlich, Moini. Ist der auch kalt? Oder geht's? Du willst einfach nur was essen gerade, ne? Ich habe auch ganz vergessen, ich hätte noch so Mini-Mozzarella-Kügelchen, die hole ich mir jetzt noch weg. Nicht alle, aber ein paar. Ich könnte theoretisch auch noch mal rausgehen, aber erstens, was soll ich dann machen? Und zweitens habe ich dann wieder den ganzen Scheiß mit den dreckigen Pfoten von den Hunden. Das war gerade echt, ich weiß nicht, wie lange ich hier war und das sauber gemacht habe. Ist auch geil, einfach mal hier zu chillen. Ich habe halt nur wirklich diese unnormale Panik, dass hier irgendwas gleich zugeht, aber eigentlich habe ich da kein Tor gesehen. Dieses Teil ist wirklich so geil. Hammergeil. Danke, Mama, dass du mir das gemacht hast. Ich habe die gerade auch noch mal kurz angerufen, weil das ist so praktisch einfach. Kann keiner reingucken. Und die fand ich so schön. So eine... Nee, warte mal. Wo ist denn die andere? Nee, die andere ist an der Kette. Das ist ja mit unseren selbst gesammelten Muscheln. Richtig toll gemacht. Das hat sie alles selber gemacht. Shiny, komm rüber. Shiny, komm her. Ich sag ich die ganze Zeit im Gucken einfach nur. Und du hoffst, dass du was abbekommst, ne? Zu essen. Jetzt eine Mini-Mozzarella-Kugel, ne? Schöne, komm her. Ja, komm mal her. Ja, komm. Ja, komm, trau dich. Komm, Shiny. Also Shiny ist der perfekte Wachhund. Ich brauche keine Angst haben, wenn ich mit ihr unterwegs bin im Camper. Und mit Möni aber auch nicht. Der bewacht mich auch richtig gut. Ist da so eine Suppe drin, ne? Oh. Mein Kopf rattert. Mache ich jetzt die Tür offen? Ja, komm. Oder ich kann es auch hier hin. Perfekt. Eine Mini-Mozzarella-Kugel für dich. Oh, Möni. Er liebt Mozzarella. Shiny, komm mal her. Komm mal her. Komm. Eine kriegt jeder noch und das war's dann. Gute Nacht. Ich zeige euch jetzt, wie ich mich hier hinlege, okay? Oh, ist das schön. Oh mein Gott, ich bin richtig gefüllt mit Glücksgefühlen. So dumm.
Was ist das cozy? Gute Nacht. Eine Ewigkeit später. Good morning in the morning. Ich habe jetzt minimal ein bisschen gedöst. Es ist schon recht frisch, muss ich sagen. Also unter der Bettdecke geht es wirklich mega. Aber so im Innenraum ist es schon echt frisch. Die Platte ist immer noch an. Aber es bringt irgendwie nicht viel. Ich mache mich jetzt auf die Socken und fahre wieder nach Köln und dann nach Hause. Die Shiny liegt ganz nah neben mir. Der Rainy liegt hinten. Hier irgendwo. Ja. Oh, ich könnte wirklich jetzt richtig einpennen eigentlich.